Lila und Lenny, die Reise zu den verzauberten Gärten. Der Frühling brach im Wald an, und mit ihm erwachten die ersten warmen Sonnenstrahlen. Die Natur erblühte, und die Vögel zwitscherten fröhlich von den Bäumen. In diesem lebendigen Wald lebten zwei ganz besondere Freunde, Lila, die neugierige Fledermaus, und Lenny, der schlaue Waschbär. Die beiden Freunde hatten von den verzauberten Gärten gehört, einer Legende, die tief im Herzen des Waldes verwurzelt war. Die Geschichten darüber ließen ihre Herzen höher schlagen und ihre Abenteuerlust erwachen. Es hieß, in den verzauberten Gärten blühten die schönsten Blumen in den leuchtendsten Farben, Vögel sangen die zauberhaftesten Lieder, und der Duft von Blumen erfüllte die Luft. Doch niemand wusste genau, wo sich diese Gärten befanden, und wie man dorthin gelangen konnte. Lila und Lenny beschlossen, das Geheimnis zu lüften und die verzauberten Gärten zu finden. Gemeinsam packten sie einen kleinen Rucksack mit Beeren, Nüssen und frischem Wasser, zogen ihre Wanderschuhe an und machten sich auf den Weg. Ihre Reise führte sie durch dichte Wälder, vorbei an klaren Bächen und über duftende Blumenwiesen. Unterwegs trafen sie auf andere Tiere des Waldes, die von den verzauberten Gärten gehört hatten und geheimnisvolle Hinweise gaben. Ein Eichhörnchen flüsterte ihnen zu, dass der Weg durch den tiefsten Teil des Waldes führen würde, während ein alter Hase von einem leuchtenden Moos erzählte, das als Schlüssel zu den Gärten dienen sollte. Die Reise war nicht immer einfach. Sie mussten einen reißenden Fluss überqueren, der sie fast mit sich gerissen hätte, und sich vor neugierigen Füchsen in Acht nehmen, die ihre Schätze bewachten. Doch Lila und Lenny ließen sich nicht entmutigen. Sie halfen sich gegenseitig, überwanden Hindernisse und genossen jeden Moment ihrer Abenteuer. Schließlich, nach vielen Tagen des Suchens und Erforschens, stießen sie auf einen geheimen Pfad, der tiefer in den Wald führte. Die Bäume wurden dichter, und der Wald schien noch lebendiger zu werden. Dort, zwischen den höchsten Bäumen, erblickten sie einen magischen Torbogen aus leuchtendem Moos. Als sie hindurchtraten, offenbarte sich ihnen eine Welt, die all ihre Erwartungen übertraf. Die verzauberten Gärten waren ein wahres Wunderland. Blumen in den schillerndsten Farben, die sie je gesehen hatten, blühten in voller Pracht. Vögel mit schillernden Federn sangen in perfekter Harmonie, und der Duft von Blumen lag schwer in der Luft. Die Zeit schien stillzustehen, und Lila und Lenny waren sprachlos vor Staunen. Sie verbrachten Stunden damit, die Gärten zu erkunden. Sie trafen auf freundliche Waldgeister, die ihnen Geschichten über die Magie des Waldes erzählten. Die beiden Freunde fühlten sich wie in einem Märchen. Doch schließlich war es an der Zeit, nach Hause zurückzukehren. Sie verabschiedeten sich von den verzauberten Gärten und dem freundlichen Waldvolk. Auf dem Rückweg erzählten sie sich Geschichten von dem, was sie erlebt hatten, und wie es war, in einem solchen Paradies zu sein. Als sie wieder im Wald ankamen, war die Sonne bereits untergegangen. Die anderen Tiere des Waldes hatten gespannt auf ihre Rückkehr gewartet und wollten alles über ihr Abenteuer wissen. Lila und Lenny erzählten von den wundersamen Gärten, den freundlichen Geistern und den magischen Momenten, die sie erlebt hatten. Von diesem Tag an war der Wald für Lila und Lenny noch magischer. Sie wussten, dass es noch viele Geheimnisse zu entdecken gab, und freuten sich auf jedes neue Abenteuer, das auf sie wartete. Und wenn sie an die verzauberten Gärten dachten, lächelten sie und wussten, dass sie ein Teil dieses wundervollen Waldes waren und dass die Magie des Lebens überall um sie herum existierte. Die Jahreszeiten vergingen, und der Wald verwandelte sich in ein wahres Paradies. Lila und Lenny unternahmen viele weitere Abenteuer, von der Erkundung geheimnisvoller Höhlen bis zur Begegnung mit seltenen Tieren des Waldes. Doch die Erinnerung an die verzauberten Gärten blieb immer lebendig in ihren Herzen. Eines Tages beschlossen sie, die verzauberten Gärten erneut zu besuchen. Sie kannten den geheimen Pfad nun besser und machten sich mit großer Vorfreude auf den Weg. Als sie den Torbogen aus leuchtendem Moos erreichten, wurden sie erneut von der Schönheit der Gärten überwältigt. Doch diesmal war etwas anders. Die Blumen schienen noch bunter zu blühen, die Vögel sangen noch melodischer, und der Duft von Blumen war noch betörender.
Die freundlichen Waldgeister begrüßten sie herzlich und luden sie ein, an einem Festmahl teilzunehmen, das sie extra für die beiden Freunde vorbereitet hatten. Während des Festmahls erzählten die Geister von der Magie der verzauberten Gärten und wie sie von den Träumen und Hoffnungen aller Tiere des Waldes genährt wurde. Lila und Lenny verstanden, dass die Gärten nicht nur ein Ort der Schönheit waren, sondern auch ein Ort der Gemeinschaft und des Zusammenhalts. Die beiden Freunde verbrachten diesmal noch mehr Zeit in den Gärten, halfen den Waldgeistern bei der Pflege der Blumen und sangen mit den Vögeln. Sie fühlten sich in dieser magischen Umgebung zu Hause. Als es Zeit war, zurückzukehren, versprachen sie den Geistern, dass sie immer wieder zurückkehren würden, um die verzauberten Gärten zu besuchen und die Magie des Waldes zu teilen. Und so kehrten Lila und Lenny in ihren Wald zurück, erfüllt von Glück und Dankbarkeit für die Wunder, die sie gefunden hatten. Ihr Wald, der schon immer ein Ort der Abenteuer und Geheimnisse gewesen war, fühlte sich nun noch magischer an, denn sie wussten, dass die verzauberten Gärten für immer ein Teil ihres Lebens sein würden. Und sie hatten gelernt, dass wahre Magie in der Natur und der Gemeinschaft steckt, die sie umgibt. Die Jahreszeiten zogen ins Land, und Lila und Lenny hielten ihr Versprechen. Sie besuchten die verzauberten Gärten regelmäßig und brachten jedes Mal Freunde aus dem Wald mit. Die Gärten erwachten in ihrer ganzen Pracht, wenn die Tiere und Waldgeister zusammenkamen, um zu feiern und sich an der Magie des Ortes zu erfreuen. Eines Tages, als der Herbst den Wald in ein goldenes Farbenmeer verwandelte, entdeckten Lila und Lenny etwas Besonderes in den Gärten. Inmitten der Blumen, die in den schönsten Herbsttönen blühten, fanden sie eine seltene Pflanze, die Blüte der ewigen Freundschaft. Die Legende besagte, dass diese Blume nur dann blühte, wenn wahre Freundschaft und Gemeinschaft im Herzen der Menschen und Tiere lebten. Voller Freude über ihren Fund beschlossen Lila und Lenny, die Blume zu pflücken und sie an einem besonderen Ort im Wald zu pflanzen. Dort, wo die Blume blühte, sollte ein Ort des Zusammentreffens und der Freundschaft entstehen, an dem sich Tiere aus dem gesamten Wald versammeln konnten. Mit Hilfe ihrer Freunde aus dem Wald gestalteten sie diesen Ort zu einem wunderschönen Platz. Sie bauten Baumhäuser und schmückten sie mit leuchtendem Moos, so dass sie wie glänzende Juwelen im Sonnenlicht strahlten. Der Ort wurde zum Garten der ewigen Freundschaft benannt, und bald darauf versammelten sich die Tiere des Waldes dort, um Geschichten zu erzählen, zu singen und gemeinsam Feste zu feiern. Die Blüte der ewigen Freundschaft blühte das ganze Jahr über, als Zeichen dafür, dass wahre Freundschaft und Gemeinschaft im Wald für immer bestehen würden. Die verzauberten Gärten und der Garten der ewigen Freundschaft wurden zu Orten der Magie, des Abenteuers und der Verbundenheit. Lila und Lenny verbrachten den Rest ihres Lebens im Wald, zusammen mit ihren Freunden, und lehrten die jüngeren Generationen die Bedeutung von Freundschaft, Gemeinschaft und dem Schutz der Natur. Die verzauberten Gärten waren der Anfang dieser wundervollen Reise, die den Wald und all seine Bewohner für immer veränderte. Und so endet die Geschichte von Lila und Lenny, den beiden Freunden, die die Magie des Waldes entdeckten und sie mit der Welt teilten. Ihre Abenteuer werden für immer in den Herzen derer leben, die sie erlebt haben, und in den Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.